Lektion 1: Mittagslogistik. Hi Anna, ich werde ein bisschen hungrig. Wie wäre es, wenn wir etwas zu Mittag essen? Hört sich für mich gut an. Was hatten Sie im Sinn? Nun, ich dachte, wir könnten ein paar Sandwiches und Dosensuppen besorgen. Das wäre genau das Richtige. Oh, Sandwiches und Suppen. Eine klassische Kombination zur Mittagszeit. Und auch die Snacks dürfen wir nicht vergessen. Absolut. Wir müssen uns ein paar Chips besorgen und HMM. Was wäre sonst noch eine gute Paarung? Wie wäre es mit ein paar Brezeln oder vielleicht etwas Studentenfutter? Das würde uns eine schöne Abwechslung bieten. Tolle Idee. Studentenfutter wäre perfekt für ein wenig salzig-süße Aktion. Und es ist auch eine schöne gesunde Option. Ja, die Herzhaftigkeit der Sandwiches und Suppen können wir durch leichtere, knusprige Snacks ausgleichen. Klingt nach einem Plan. Sollen wir jetzt zum Lebensmittelladen gehen? Ich fange an, Hungerattacken zu bekommen. Lass es uns tun. Je früher wir dort ankommen, desto eher können wir uns an unserem köstlichen Mittagsangebot erfreuen. Perfekt. Ich denke an Truthahn und Cheddar auf Vollkorn für mein Sandwich. Und du? Das hört sich lecker an. Ich habe Lust auf einen klassischen Thunfischsalat auf einem Croissant. Damit kann man nichts falsch machen. Oh, Thunfischsalat. Tolle Auswahl. Wir müssen unbedingt auch ein paar Servietten mitnehmen. Ich möchte keine unordentlichen Pannen haben. Guter Anruf. Und vielleicht etwas Mineralwasser oder Säfte zum Abspülen. Ich muss hydriert bleiben, wissen Sie. Absolut. Okay, lasst uns loslegen, bevor unsere Mägen anfangen, eine regelrechte Revolte zu inszenieren. Ha, geh voran, John. Ich bin direkt hinter dir und bereit, Energie für den Rest des Tages zu tanken. Exzellent. Das wird mit Sicherheit ein köstliches und sättigendes Mittagessen. Lektion 2: Multikulturelle Migration. Hallo Anna, wusstest du, dass Australien in den letzten Jahrzehnten zu einem wahren Schmelztiegel der Kulturen geworden ist? Wirklich? Das hatte ich nicht bemerkt. Von welcher kulturellen Vielfalt sprechen wir? Nun, in den letzten Jahrzehnten sind viele Menschen aus verschiedenen Ländern Europas nach Australien ausgewandert. Interessant. Ich denke, das macht Sinn, wenn man bedenkt, dass Australien als attraktiver Ort zum Leben und Arbeiten gilt. Genau. Das Land hat einen Zustrom von Einwanderern aus ganz Europa erlebt, aus Spanien, Italien, Griechenland und vielem mehr. Das ist ziemlich faszinierend. Ich kann mir vorstellen, dass dies die Kulturlandschaft Australiens auf einzigartige Weise geprägt hat. Absolut. Heute sind in der australischen Lebensweise Einflüsse dieser europäischen Traditionen zu finden. Das muss eine wirklich lebendige und dynamische Gesellschaft sein. Ich würde diese Mischung der Kulturen gerne eines Tages aus erster Hand erleben. Sie sollten unbedingt vorbeischauen. Das Essen, die Musik, die Architektur, alles ist ein wunderbarer Schmelztiegel. Es klingt erstaunlich. Ich kann mir die Geschäfte im Straßen gut vorstellen, in denen Menschen mit unterschiedlichem Hintergrund zusammenkommen. Es ist wirklich bemerkenswert. Australien hat in den letzten Jahren seine Rolle als multikulturelles Zentrum wirklich angenommen. Das ist so toll zu hören.
Die Förderung dieses Gefühls von Vielfalt und Inklusion ist für jede moderne Gesellschaft so wichtig. Ich stimme zu. Und es sind nicht nur Europäer, Australien hat Einwanderer aus der ganzen Welt willkommen geheißen. Wuff, ich hatte keine Ahnung. Es ist wie eine Mini-Vereinte Nationen in Dovenande. Das muss für einen faszinierenden kulturellen Austausch sorgen. Definitiv. Es hat die Perspektiven und Erfahrungen des gesamten australischen Volkes wirklich erweitert. Ich kann es mir nur vorstellen. Es ist inspirierend, ein Land zu sehen, das so offen und einladend für Menschen mit unterschiedlichem Hintergrund ist. Absolut. Australien geht mit gutem Beispiel voran, wenn es darum geht, Vielfalt und Inklusion zu feiern. Nun, jetzt brennt es in mir, eine Reise nach Australien zu buchen. Ich möchte in diese lebendige multikulturelle Atmosphäre eintauchen. Ich gebe dir keine Vorwürfe. Es ist eine Erfahrung, die Ihnen bestimmt gefallen wird. Lassen Sie mich wissen, wenn Sie Reisetipps oder Empfehlungen benötigen. Mache ich gern. Dieses Gespräch hat definitiv mein Interesse geweckt, den kulturellen Schmelztitel Australiens zu erkunden. Klingt nach einer unglaublichen Reise. Ich denke, es wird dir wirklich Spaß machen, Anna. Es ist mit Sicherheit eine augenöffnende und bereichernde Erfahrung. Lektion 3: Resilienz nach einer Tragödie. Anna, ich muss mit dir über etwas reden, das mir schwer auf der Seele liegt. Natürlich, John. Was ist das? Du kannst mit mir über alles reden. Ich habe kürzlich einige der Opfer besucht, die eine schreckliche Tragödie überlebt hatten. Die Verletzungen, die sie erlitten, waren einfach herzerreißend. Oh nein, das klingt absolut schrecklich. Was ist passiert, wenn es Ihnen nichts ausmacht, wenn ich frage? Es war ein schrecklicher Vorfall, ein Gewaltakt, der so viele unschuldige Menschen verletzt und traumatisiert hat. Wie verheerend. Ich kann mir den physischen und emotionalen Tribut, den es für die Opfer gefordert haben muss, gar nicht vorstellen. Sie zu sehen, ihre Geschichten zu hören, hat die Dinge wirklich ins rechte Licht gerückt. Aber trotz ihres Leidens war ihre Widerstandsfähigkeit wirklich inspirierend. Das ist bemerkenswert. Selbst angesichts dieser Tragödie fanden sie die Kraft, weiterzumachen. Genau. Die Art und Weise, wie sie die Scherben zusammengetragen haben und daran arbeiten, ihr Leben wieder aufzubauen, ist wirklich demütigend. Das erfordert unglaublich viel Mut und Entschlossenheit. Ich bin beeindruckt von ihrer Durchhaltefähigkeit. Genauso wie ich. Es ist ein Beweis für den menschlichen Geist und die Kraft der gemeinschaftlichen Unterstützung. Absolut. Dieses Netzwerk aus Fürsorge und Mitgefühl muss bei ihrer Genesung den entscheidenden Unterschied machen. Das tut es wirklich. Es war unglaublich beweckend, ihre Fortschritte zu sehen und von der überströmenden Hilfe und Freundlichkeit zu hören. Ich kann es mir nur vorstellen. Es muss ihnen Hoffnung geben, selbst inmitten dieser Dunkelheit. Das stimmt, Anna. Es erinnert mich daran, dass wir selbst in unseren schwierigsten Momenten die Fähigkeit haben, sie zu überwinden. Das ist eine schöne Sichtweise. Ihre Geschichten sind eine eindrucksvolle Erinnerung an die Widerstandsfähigkeit des menschlichen Geistes. Genau. Ich bin dankbar, dass ich die Gelegenheit hatte, ihre Stärke und Entschlossenheit aus erster Hand zu erleben. Genauso wie ich, John. Von Ihrer Reise zu hören, muss unglaublich beeindruckend gewesen sein.
Ich bewundere Ihr Mitgefühl dafür, dass Sie sie unterstützen wollen. Danke, Anna. Das ist das Mindeste, was ich tun kann. Wenn überhaupt, haben mich Ihre Geschichten dazu inspiriert, ein besserer, einfühlsamerer Mensch zu sein. Das ist wunderbar, John. Ich habe keinen Zweifel, dass Ihre Anwesenheit und Unterstützung einen bedeutenden Unterschied in Ihrem Leben gemacht hat. Das hoffe ich auf jeden Fall. Diese Menschen haben so viel durchgemacht, aber ihre Widerstandsfähigkeit ist wirklich beeindruckend. Es ist eine kraftvolle Erinnerung daran, dass wir selbst in unseren dunkelsten Momenten die Fähigkeit haben, zu heilen und stärker zu werden. Absolut. Ihre Geschichten werden mir in Erinnerung bleiben und ich hoffe, dass sie auch andere inspirieren können. Lektion 4: Die Kluft zwischen Wissenschaft und Alphabetisierung. Hallo Anna, ich habe in letzter Zeit viel über die Beziehung zwischen Wissenschaft, Technologie und Geisteswissenschaften nachgedacht. Ach, wirklich? Was haben Sie über diese Kreuzung nachgedacht? Nun, es scheint, als gäbe es oft diese Kluft zwischen literarischen und wissenschaftlichen technologischen Bereichen. Manche Menschen in den Geisteswissenschaften scheinen die Bedeutung von Wissenschaft und Technologie zu ignorieren oder abzulehnen. Das ist eine interessante Beobachtung. Warum gibt es Ihrer Meinung nach diese Kluft? Ich denke, es hat mit den unterschiedlichen Denkweisen und Herangehensweisen zwischen den beiden Bereichen zu tun. Bei der wissenschaftlichen Methode geht es vor allem um empirische Daten und messbare Ergebnisse, während es bei den Geisteswissenschaften eher um Interpretation und subjektive Erfahrungen geht. Ich verstehe, was du meinst. Die Betonung von Objektivität und quantifizierbaren Fakten in der Wissenschaft kann im Widerspruch zum eher qualitativen Charakter von Literatur und Kunst stehen. Genau, aber ich denke, das ist ein Fehler. Wissenschaft und Technologie sind zu wichtig, um ignoriert oder an den Rand gedrängt zu werden. Sie prägen unsere Welt auf tiefgreifende Weise. Ich stimme zu, Wissenschaft und Technik haben einen enormen Einfluss auf unser tägliches Leben, unsere Kultur und unser Verständnis des Universums. Wir können es uns nicht leisten, sie zu entlassen. Absolut. Fortschritte in Bereichen wie Medizin, erneuerbare Energien und Kommunikation haben die menschliche Zivilisation verändert. Sie verdienen einen Platz neben den literarischen Künsten. Guter Punkt. Und umgekehrt bieten die Geisteswissenschaften wesentliche Erkenntnisse, die unsere wissenschaftlichen Bemühungen informieren und bereichern können. Durch Fremdbestäubung lässt sich so viel gewinnen. Definitiv. Literatur, Philosophie und Kunst vermitteln uns ein tieferes Verständnis des menschlichen Zustands. Dieser Kontext ist von unschätzbarem Wert für die Steuerung der Anwendung von Wissenschaft und Technologie. Ich hätte es selbst nicht besser sagen können. Die beiden Bereiche schließen sich nicht gegenseitig aus, sie sollten sich gegenseitig ergänzen, informieren und bereichern. Ich stimme voll und ganz zu. Wir müssen die künstlichen Barrieren zwischen ihnen abbauen und mehr Zusammenarbeit und interdisziplinäres Denken fördern. Absolut. Die Integration wissenschaftlicher, technologischer und humanistischer Perspektiven ist entscheidend für die Bewältigung der komplexen Herausforderungen, vor denen die Welt heute steht. Gut gesagt, Anna. Es ist an der Zeit, diese Kluft zu überwinden und den immensen Wert anzuerkennen, den sowohl die Wissenschaften als auch die Geisteswissenschaften mit sich bringen. Ich kann nur zustimmen, John. Dies ist ein wichtiges Gespräch, das wir führen müssen. Die Zusammenführung dieser Bereiche ist für Fortschritt und Innovation von entscheidender Bedeutung. Vereinbart. Lassen Sie uns weiterhin nach Wegen suchen, wie wir diese Integration und Wertschätzung für die gesamte Bandbreite menschlichen Wissens und unserer Kreativität fördern können.
Lektion 5. Eine mysteriöse Stimme. Guten Morgen, Anna. Ich wollte etwas Seltsames mitteilen, das mir gestern passiert ist. Ach, wirklich? Was war es? Ich bin ganz Ohr. Nun, ich ging durch den Park und für einen Moment glaubte ich, eine andere Stimme zu hören, nur kurz. Eine andere Stimme. Das ist seltsam. Was meinst du genau? Hast du es erkannt? Nein, das ist die Sache. Es waren nur ein paar Worte, aber ich konnte nicht genau erkennen, wer es war oder woher es kam. Wie eigenartig. Haben Sie eine Ahnung, was die Stimme gesagt haben könnte? Oder irgendwelche anderen Details, an die Sie sich erinnern können? Hermin, lass mich nachdenken. Ich glaube, die Worte waren so etwas wie wir müssen schnell handeln oder die Zeit wird knapp. Wuff, das ist ziemlich bedrohlich. Haben Sie irgendwelche Theorien darüber, woran es gelegen haben könnte? Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher. Es ging alles so schnell, dass ich immer noch versuche, es in meinem Kopf zusammenzusetzen. Das muss beunruhigend gewesen sein. Haben Sie jemanden in der Nähe gesehen, der möglicherweise die Quelle der Stimme war? Nein, das ist das Seltsame daran. Der Park war ziemlich leer und ich sah niemanden in der Nähe. Wie bitter. Glaubst du, es könnte deine Fantasie gewesen sein, die dir einen Streich gespielt hat? Ich dachte darüber nach, aber die Worte schienen so klar und absichtlich. Ich werde das Gefühl nicht los, das mehr dahinter steckt. Sehr faszinierend. Ich bin gespannt, ob Sie weitere Details über diese mysteriöse Stimme erfahren. Ich auch. Ich frage mich, ob es eine Art Warnung oder Botschaft war, die ich hören sollte. Das ist eine interessante Perspektive. Vielleicht war es ein Zeichen dafür, dass Sie Ihre Umgebung besser beobachten sollten. Ja, vielleicht. Oder vielleicht war es nur ein seltsamer Zufall. Wie auch immer, es verwirrt mich. Halten Sie mich auf dem Laufenden, wenn Sie diese Stimme noch einmal hören oder weitere Hinweise entdecken. Das hat meine Neugier geweckt. Mache ich, Anna. Ich werde auf jeden Fall das nächste Mal, wenn ich im Park bin, aufmerksamer sein. Wer weiß, welche anderen Geheimnisse sich noch entfalten könnten. Aber Holub, mysteriöse Ereignisse wie dieser sorgen immer für solch faszinierende Geschichten. Ich freue mich darauf, mehr zu hören, John. Ich auch. Das hat meinen Alltag sicherlich etwas interessanter gemacht. Ich werde Sie auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Lektion 6. Überraschungen beim Briefmarkensammeln. Hallo Anna. Ich habe gehört, dass du dich mit dem Briefmarkensammeln beschäftigst. Das klingt erstaunlich. Ja, das bin ich. Für mich war es ein wirklich faszinierendes neues Hobby. Haben Sie Erfahrung mit dem Sammeln von Briefmarken? Nicht wirklich, aber es hat mich schon immer fasziniert. Was hat Ihr Interesse daran überhaupt geweckt? Nun, ich war schon immer ein bisschen ein Geschichtsinteressierter und finde, dass Briefmarkendesigns einen so einzigartigen Einblick in verschiedene Kulturen und Zeitepochen bieten können. Ah, ich verstehe. Es ist also wie eine Möglichkeit, die Welt anhand dieser winzigen Kunstwerke und Geschichtsstücke zu erkunden. Genau. Und die Jagd nach seltenen und einzigartigen Briefmarken kann ganz schön spannend sein. Planen Sie Briefmarkenausstellungen oder Messen zu besuchen? Briefmarkenausstellungen?
Daran hatte ich noch gar nicht gedacht. Sind das ein großer Teil der Briefmarkensammlergemeinschaft? Absolut. Sie sind eine großartige Möglichkeit, mit anderen Sammlern in Kontakt zu treten, Neuerungen zu entdecken und mehr über das Hobby zu erfahren. Das ist wirklich cool. Ich kann mir vorstellen, dass es sich um eine aber engagierte Community handelt. Das ist es wirklich. Briefmarkensammler sind in der Regel unglaublich leidenschaftlich und sachkundig. Die Ausstellungen sind wie ein Paradies für Briefmarkenliebhaber. Ich kann es mir nur vorstellen. All diese kleinen Kunstwerke und kleinen Ausschnitte aus der Geschichte, alles an einem Ort. Klingt faszinierend. Das ist es wirklich. Du solltest mit mir zum nächsten kommen. Ich wette, Sie werden begeistert sein, wenn Sie alles persönlich sehen. Wissen Sie, das ist keine schlechte Idee. Es könnte ein lustiges neues Abenteuer sein, das es zu erkunden gilt. Außerdem würde ich mehr Zeit mit dir verbringen können. Oh, das ist so süß. Ich würde mich freuen, wenn du dabei bist. Wir können gemeinsam in die Welt des Briefmarkensammelns eintauchen. Dann ist es ein Date. Ich bin gespannt, was dieses Hobby zu bieten hat und mehr über seine reiche Geschichte zu erfahren. Wunderbar. Ich weiß nur, dass du es lieben wirst. Das Sammeln von Briefmarken ist ein unerwartet lohnender Zeitvertreib. Ich freue mich darauf. Wer weiß, vielleicht entdecke ich dabei sogar eine neue eigene Leidenschaft. Das ist der Geist. Das wird so viel Spaß machen. Ich kann es kaum erwarten, meine Liebe zu Briefmarken mit Ihnen zu teilen. Ich bin gespannt darauf, alles mit deinen Augen zu sehen. Das wird ein wunderbares neues Abenteuer für uns. Absolut. Ich habe das Gefühl, dass dies der Beginn einer wunderschönen Briefmarkensammelreise ist. Ich bin bereit einzutauchen, Anna. Weisen Sie den Weg zur Aufklärung beim Briefmarkensammeln. Lektion 7. Die verwunschene Geisterstadt. Hallo Anna, ich habe über diese wirklich faszinierende Geisterstadt gelesen, die früher im Westen existierte. Haben Sie schon einmal von Bodie, Kalifornien gehört? Bode? Nein, das kann ich nicht sagen. Was ist die Geschichte hinter dieser Geisterstadt? Nun, im späten 19. Jahrhundert war es eine blühende Goldgräberstadt, die jedoch schließlich aufgegeben und dem Verfall überlassen wurde. Verlassen. Das ist faszinierend. Was führte dazu, dass die Stadt völlig verlassen war? Anscheinend glaubten die Einheimischen, dass es in der Gegend spuckte und mieden sie wie die Pest. Sie dachten, es sei ein böser, verfluchter Ort. Oh, gruselig. Also sind die Stadtbewohner einfach aufgestanden und gegangen, weil sie Angst vor Geistern und Flüchen hatten. Genau. Die Geschichte besagt, dass die Indianer in der Region sich weigerten, in die Nähe von Bodhi zu gehen, weil sie glaubten, dass dort dunkle Geister lebten. Wie faszinierend. Ich kann mir den Aberglauben und die Geistergeschichten, die über diesen Ort kursierten, gut vorstellen. Ja, es heißt, dass die Leute in den 1860er Jahren aufgehört haben, Bodhi zu besuchen, weil sie zu viel Angst vor dem Bösen hatten, das dort lauerte. Wurf, das ist das Bekenntnis zu einer Geistergeschichte. Ich kann mir nicht einmal vorstellen, dass eine ganze Stadt wegen übernatürlicher Überzeugungen verlassen wird. Reicht's. Es ist wirklich bemerkenswert. Die Stadt wurde schließlich Anfang des 20. Jahrhunderts wiederentdeckt, als die Zeit völlig stehen blieb. Das muss ein unheimlicher Anblick gewesen sein.
Nur eine verlassene, heruntergekommene Stadt, die den Elementen ausgesetzt war. Kein Wunder, dass sie als klassische Geisterstadt gilt. Definitiv. Odie ist heute ein staatlicher historischer Park und wurde bis heute in seinem ursprünglichen Zustand erhalten. Das ist unglaublich. Ich kann mir nur vorstellen, wie beunruhigend es sich anfühlen muss, durch diese verlassenen Straßen zu laufen. Absolut. Die Vorstellung, dass eine ganze Stadt aus Aberglauben und Angst zurückgelassen wird, ist so faszinierend. Ich stimme zu, es ist ein wirklich faszinierendes Stück Geschichte. Die Atmosphäre einer Geisterstadt muss sie zu einer beliebten Touristenattraktion machen. Oh, das ist es definitiv. Menschen strömen dorthin, um die gruselige, jenseitige Atmosphäre selbst zu erleben. Ich kann den Reiz sehen. Es hat etwas Aufregendes, in einen Ort mit einer solch gespenstischen Vergangenheit einzutauchen. Definitiv. Odie scheint ein Ort zu sein, der alle möglichen Fantasien und Wunder anregen würde. Ich bin fasziniert. Das hat definitiv mein Interesse geweckt. Vielleicht muss ich einfach einen Besuch bei Budi auf meine Wunschliste setzen. Ich denke, das ist eine tolle Idee. Es ist die Art von Ort, der Ihnen auch noch lange nach Ihrer Abreise in Erinnerung bleibt. Ich kann es mir vorstellen. Der Verlockung einer authentischen Geisterstadt muss man kaum widerstehen können. Danke, dass du mir alles erzählt hast, John. Jederzeit, Anna. Es macht mir immer Spaß, faszinierende Teile der Geschichte und Legenden zu teilen. Odie ist wirklich einzigartig. Lektion 8. Malakundung. Guten Morgen, Anna. Ich habe eine Idee für ein Abenteuer, von dem ich denke, dass es Ihnen gefallen könnte. Ah, was für ein Abenteuer hattest du im Sinn, John? Wie wäre es, wenn Sie den Tag damit verbringen, das örtliche Einkaufszentrum zu erkunden? Es hat einfach etwas Faszinierendes, sich in all diesen Geschäften zu verlieren. Das Einkaufszentrum. Ich muss zugeben, das ist normalerweise nicht meine erste Wahl für ein Abenteuer, aber du hast meine Neugier geweckt. Glauben Sie mir, es geht um mehr als nur Einkaufen. Die Architektur, die Vielfalt der Menschen, die schiere Größe des Ganzen. Es ist wie eine eigene kleine Welt. Haben, ich denke, ich kann den Reiz davon erkennen. Ich liebe es, Menschen zu beobachten und verborgene Schätze zu entdecken. Genau. Und man weiß nie, auf welche einzigartigen Geschäfte oder skurrilen Funde man stoßen könnte. Ich könnte dort Stunden verbringen. Stunden. Oder jetzt überzeugen Sie mich wirklich von dieser Idee. Was fasziniert Sie so an dem Einkaufszentrum? Nun, zum einen ist die große Auswahl an Kaufhäusern und Fachgeschäften unendlich faszinierend. Jeder hat seine eigene, unverwechselbare Persönlichkeit. Das stimmt. Einkaufszentren bieten in der Regel eine so vielfältige Sammlung an Einkaufserlebnissen an einem Ort. Absolut. Und dann gibt es noch die Food Courts, die Unterhaltungsmöglichkeiten und sogar die kleinen Pop-up-Kioske. Es ist wie ein eigenes Miniatur-Ökosystem. Wuff, bei dir klingt es wirklich wie ein Abenteuer, das nur darauf wartet, passiert zu werden. Ich muss zugeben, dass sich meine Sicht auf Einkaufszentren allmählich verändert. Das ist es, was ich daran liebe. Es gibt immer etwas Neues zu entdecken, auch an einem vertrauten Ort. Es ist, als würde man die Schichten abziehen. Ich bin neugierig. Vielleicht ist ein Tag zum Erkunden eines Einkaufszentrums genau das, was ich brauche, um meine gewohnte Routine abzuwechseln. Das ist der Geist.
Ich garantiere Ihnen, dass Sie etwas finden werden, das Ihr Interesse weckt, egal ob es sich um ausgefallene Haushaltswaren oder einen unabhängigen Buchladen handelt. Okay, du hast mich überzeugt. Wann brechen wir zu deinem Malabenteuer auf, John? Wie wäre es mit diesem Wochenende? Ich bin jederzeit bereit, Sie durch die Wunder des Einkaufszentrums zu führen. Klingt perfekt. Ich freue mich darauf, das Einkaufszentrum mit ihren Augen zu sehen und seine verborgenen Schätze zu entdecken. Exzellent. Dies wird eine Erfahrung sein, die Sie so schnell nicht vergessen werden. Machen Sie sich bereit für einen Tag purer Malmagie, Anna. Ich kann es kaum erwarten. Geh voran, John. Ich bin bereit, in die endlosen Möglichkeiten des Einkaufszentrums einzutauchen. Wunderbar. Dies ist der Beginn eines großen Abenteuers. Lass dich überraschen, mein Freund. Lektion 9. Inspirierende Worte. Hallo Anna, kann ich dir etwas mitteilen, das mir in letzter Zeit durch den Kopf gegangen ist? Natürlich, John. Ich bin ganz Ohr. Was hat dich belastet? Nun, ich habe viel darüber nachgedacht, wie wichtig es ist, Selbstvertrauen zu haben und auch angesichts von Herausforderungen positiv zu bleiben. Das ist so ein wichtiges Thema. Warum beschäftigt Sie das in letzter Zeit? Mir ist aufgefallen, dass Menschen, mich eingeschlossen, manchmal in Selbstzweifeln oder Versagensängsten versinken. Aber ich glaube, dass es entscheidend ist, selbstbewusst zu bleiben und an sich selbst zu glauben. Ich stimme voll und ganz zu. Diese innere Stärke und Belastbarkeit ist von entscheidender Bedeutung, insbesondere wenn es schwierig wird. Genau. Egal welche Hindernisse auf Sie zukommen, Sie dürfen nicht zulassen, dass sie Ihren Geist brechen oder Ihren Glauben an sich selbst erschüttern. Definitiv. Es ist leicht, sich entmutigen zu lassen, aber die Aufrechterhaltung dieses Selbstbewusstseins kann den entscheidenden Unterschied machen. Absolut. Ich denke, eines der wichtigsten Dinge ist, sich daran zu erinnern, dass Scheitern nicht das Ende der Welt ist. Es ist eine Chance zu lernen und zu wachsen. Das ist eine wirklich weise Perspektive. Es ist so wichtig, Rückschläge als Chancen für Verbesserungen zu interpretieren. Sicher. Und wissen Sie, ich denke, ein weiterer Schlüssel liegt darin, sich mit Menschen zu umgeben, die einen aufrichten und ermutigen. Ja, dieses Unterstützungssystem kann den entscheidenden Unterschied machen. Es ist von unschätzbarem Wert, Menschen an ihrer Seite zu haben, die an sie glauben. Genau. Es ist so wichtig, auf dieses Netzwerk positiver Einflüsse zurückzugreifen, auf das man sich in schwierigen Zeiten stützen kann. Ich kann nur zustimmen. Selbstvertrauen ist ein so mächtiges Werkzeug, aber es ist noch stärker, wenn man eine Gemeinschaft hinter sich hat. Definitiv. Und wissen Sie, ich denke, die inspirierendsten Menschen sind diejenigen, die sich nicht durch ihre Fehler oder Herausforderungen definieren lassen. Absolut. Diejenigen, die belastbar bleiben und weitermachen, egal was das Leben ihnen in den Weg stellt. Genau. Das sind die Menschen, die am Ende erstaunliche Dinge erreichen, weil sie ihr Selbstvertrauen nie aus den Augen verlieren. Gut gesagt, John. Das sind die Art von Worten und diese Art von Denkweise, die meiner Meinung nach bei anderen wirklich Anklang finden und sie inspirieren können. Ich bin so froh, dass du so denkst, Anna. Eine Botschaft des Selbstvertrauens und der Ausdauer zu verbreiten, ist etwas, das mir wirklich am Herzen liegt. Ich kann es sagen, und ich denke, es ist eine wunderbare Sache, leidenschaftlich zu sein. Die Welt braucht mehr Menschen, die diese erhebende Perspektive teilen. Ich stimme voll und ganz zu.
Wenn wir alle lernen können, selbstbewusst zu bleiben und an uns selbst zu glauben, stellen Sie sich einfach vor, was für unglaubliche Dinge wir erreichen könnten. Absolut. Das sind Worte, nach denen man leben kann, John. Ich bin dankbar, Sie als Freund zu haben, der diese Art von Weisheit und Inspiration teilen kann. Und ich bin dankbar, dich zu haben, Anna. Ihre positive Einstellung und Offenheit gegenüber solchen Gesprächen bedeuten mir sehr viel. Lektion 10: Das Erbe von Harry Tubman. Guten Morgen, Anna. Haben Sie schon von der unglaublichen Geschichte von Harry Tubman gehört? Harry Tubman? Nein, ich glaube nicht, dass ich Ihre Geschichte kenne. Erzähl mir mehr. Harriet Tubman war eine Afroamerikanerin, die der Sklaverei entkam und dann ihr Leben riskierte, um hunderte anderer Sklaven mit der Underground Railroad in die Freiheit zu führen. Wurf, das ist eine unglaublich mutige und selbstlose Sache. Ich kann mir gar nicht vorstellen, welchen Mut es gekostet haben muss. Absolut. Tubman war in der versklavten schwarzen Gemeinschaft als Moses bekannt, da sie in Sicherheit und Befreiung führte. Moses, nicht wahr? Das ist ein aussagekräftiger Spitzname, der die Bedeutung ihrer Taten wirklich zum Ausdruck bringt. Was wissen wir sonst noch über ihr Leben? Nun, im Jahr 1869 wurde ein Buch über Tubmans unglaubliche Heldentaten geschrieben, das Licht auf die Schrecken der Sklaverei und ihre heldenhaften Bemühungen, sie zu bekämpfen, wirft. Ein Buch, das ihre Geschichte aufzeichnet, das ist faszinierend. Angesichts der Ungerechtigkeiten der Sklaverei muss es damals ein bahnbrechendes Werk gewesen sein. Absolut. Tubmans Geschichte ist zu einem ikonischen Teil der afroamerikanischen Geschichte und der Abolitionistenbewegung geworden. Ich kann es mir vorstellen. Alles zu riskieren, um anderen zu helfen, der Grausamkeit der Sklaverei zu entkommen, das zeichnet einen wahren Helden aus. Genau. Tubman wird für ihren Mut, ihre Entschlossenheit und ihr unerschütterliches Engagement bei der Befreiung ihres Volkes aus der Knechtschaft verehrt. Es ist erstaunlich, wie eine Person solch eine unglaubliche Wirkung haben kann. Tubmans Vermächtnis muss die Menschen bis heute inspirieren. Ohne Zweifel. Sie gilt als Symbol für Hoffnung, Widerstandsfähigkeit und die Kraft des menschlichen Geistes, selbst die größten Hindernisse zu überwinden. Das ist so bewundernswert. Ich bin gespannt darauf, mehr über Harry Tubmans bemerkenswertes Leben und die unglaublichen Beiträge, die sie geleistet hat, zu erfahren. Ich freue mich, dass ich dein Interesse wecken konnte, Anna. Tubmans Geschichte sollte jeder kennen, da sie Licht auf einen entscheidenden Teil unserer Geschichte wirft. Absolut. Ihr Mut und ihr Engagement im Kampf für Freiheit und Gleichheit sind wirklich beeindruckend. Ich weiß es zu schätzen, dass Sie dies mit mir teilen. Natürlich. Es ist so wichtig, die Geschichten von Pionieren wie Harriet Tubman zu teilen, denn sie erinnern uns an die Kraft des menschlichen Geistes und den Unterschied, den eine Person bewirken kann. Gut gesagt, John. Ich habe das Gefühl, dass Tubmans Vermächtnis die Menschen auch in den kommenden Generationen fesseln und inspirieren wird. Ich kann nur zustimmen. Ihr Name und ihre Taten werden für immer in die Annalen der Geschichte eingehen als Zeugnis der transformativen Kraft unerschütterlicher Überzeugung. Wunderschön ausgedrückt. Die Geschichte von Harriet Tubman ist wirklich eine für die Ewigkeit, und ich bin dankbar, mehr über diese bemerkenswerte Frau erfahren zu haben. Genauso wie ich, Anna. Es war ein echtes Privileg, über Tubmans Vermächtnis zu sprechen, und ich bin froh, dass wir an der Wertschätzung ihres unglaublichen Lebens teilhaben konnten.